War bei Uganda, Dankeschön. Jetzt sind wir in Kenia. Wir haben jetzt ja auch tatsächlich unseren Nachtplatz gefunden. Timburchen hat gerade gemuckt. Männer dürfen sich so viele Frauen nehmen, wie sie möchten. Wir kommen ja jetzt in das Land der Maasai. Wir haben hier voll den Blick über die ganze Masai Mara. Und damit herzlich willkommen zu unserem Traum. Wir sind Yvonne und René und wir bereisen Afrika. Allein und unabhängig. Kommt einfach mit. Das dürften die letzten Meter auf ugandischem Boden sein. Ja, da sieht man schon die ersten Straßensperren. Hier vorne kommt jetzt der Grenzposten. Da hinten die Wälder, das ist schon Kenia. So sieht die Zollbehörde an der Grenze in Uganda aus. Hier wird gerade ein brandneues Gebäude gebaut. Das ist hier brandneu alles. Deswegen sage ich, es wird brandneu. Und jetzt hat die Dame uns nur gerade verlassen, deswegen kann ich hier schnell mal filmen. Und wir warten nur jetzt, dass unser Kanä ausgestempelt wird. Ne? Die Chinesen bauen hier auch einen riesengroßen Border Post hin. Da steht schon jemand. Die überwachen immer die ganzen Arbeiten. War bei Uganda, Dankeschön. Wir sind in Kenia eingereist. Und jetzt wurden wir sogar tatsächlich hier nochmal gecheckt, auch im Auto. Das ist uns jetzt schon länger nicht mehr passiert. Aber jetzt sind wir in Kenia. Also als kurze Erläuterung, wie so ein Grenzablauf funktioniert, für jemanden, der es interessiert oder der auch sowas mal vorhat. In der Regel, man muss einmal bei der Ausreise, muss man seinen Pass bei der Immigration, muss man den quasi ausstempeln lassen, dass man also deklariert das Land auch verlassen hat. Und dann müssen wir halt wegen dem Auto, müssen wir immer noch mal zum Zoll. Dort muss dann unser Kanä ausgestempelt werden, dass das Auto das Land verlassen, das wird damit dokumentiert. Und danach ist eigentlich schon fertig, dann fährt man quasi zum Einreiseposten des anderen Landes. Und dort läuft genau das gleiche wieder zur Immigration. Da muss man in der Regel sein Visum vorzeigen, wenn man schon eins hat. Oder man muss dort das Visum beantragen. Dann kriegt man das Visum in seinen Pass eingetragen. Danach wird das wieder kontrolliert. Und dann muss man nochmal mit seinem Kanä zum Zoll, um dort die Einreise dokumentieren zu lassen für sein Auto. In der Regel muss der Autofahrer oder Motorradfahrer immer noch so eine Art Roadtax Straßensteuer bezahlen. Kostet, ich sag mal, zwischen 30 und $50 für 1 bis 3 Monate, das variiert immer so, aber das ist so grob. Das Schwierigste dabei ist in der Regel immer die passende Bude zu finden, wo man quasi das jeweilige Dokument bearbeiten muss. Das ist nicht immer ganz klar ersichtlich. Aber oftmals hat man so kleine Grenzposten, da sind Hunderttausende von Buden, 3 Millionen Menschen und man weiß überhaupt nicht, wer ist offiziell und in welche Bude muss man gehen. Da ist es dann manchmal ein bisschen anspruchsvoller, so rauszufiltern, wer ist überhaupt ein offizieller, wem darf man seine Papiere in die Hand drücken, wem nicht. Da muss man auch so seine Erfahrung sammeln, damit das gut geht. Und auch für alles Geld, was man ausgibt, sich eine Quittung holen. Eben wollte er eben auch so eine Roadtax, hat er von uns verlangt. Die haben wir bezahlt, wir wussten auch, dass die fällig war, aber er hat uns keine Quittung gegeben. Und als ich dann nach der Quittung gefragt habe, hat es jetzt eben doch mal eine Viertelstunde gedauert, bis er die überhaupt ausgestellt hat. Deswegen, das wollte er sich, glaube ich, in die Tasche stecken, ohne jetzt ganz böse sein zu wollen. Wir sind jetzt in Kitale, das ist ja eine richtige Großstadt. Hier wollen wir unsere SIM-Karte besorgen. Das muss jetzt hier auch schon irgendwo recht sein. Und Geld natürlich. Und hier werden wir auch unsere Nachtstation einnehmen. Aber wir sind ganz überwältigt, wie groß das hier alles ist. Ich kann kaum glauben, aber ich kriege gleich einen Zufriedenheitsschock, weil es gibt endlich wieder einen westlich aussehenden Supermarkt. Und hier werde ich endlich wieder frische Sachen kriegen und Sachen, die mich glücklich machen. Darf ich euch mal eine der glücklichsten Frauen der Welt vorstellen? Es gibt einen Supermarkt, so einen richtigen Supermarkt. So einen richtigen, da gibt es fast alles. Und vor allen Dingen... Ich habe sogar, aber das wird falscher sein, ich habe sogar Feta bekommen. Und es sind quasi wie normale Preise. Also es kostet nicht irgendwie alles das 10-fache wie normal, sondern es kostet ganz normal. Also ihr macht einkaufen gehen wieder richtig Spaß. Hier haben wir sogar richtig wieder unseren Sirup bekommen. Oh, das ist alles nur... Oh.
Ihr wundert euch vielleicht über meine Freude, aber tatsächlich gab es seit Sambia, und das ist jetzt 4 Länder her, keinen Supermarkt mehr. Oder es gab, wie im Falle von Kampala in Uganda, utopische Preise, wie eben $28 für ein Päckchen Parmesan oder $5 für 500 Gramm Nudeln. Käse und neutralen Joghurt gab es gar nicht. Da darf man sich doch mal freuen, oder? We can go everywhere, sagte. Das ist jetzt hier unser Platz für die Nacht. Ein sehr schön gepflegter Garten. Und da werde ich mein wunderbares Gemüse zubereiten. Das ist ja nice. Ah, there's water. That's great. This is good. Schönen guten Morgen in Kenia. Der erste Morgen in Kenia. Ich habe jetzt noch mein Running Man Kostüm angezogen und mache mal meinen ersten Trainingslauf auf 2000 Meter Höhe. Mal gucken, wie das läuft. Na, zunächst mal auf jeden Fall scheinbar bergab. Hello, how are you? Ja, einen Mitläufer gefunden. I'm coming from Germany and there's flat. Just running around. No plan. Yeah. So, da sind wir wieder. 10 Kilometer, 1 Stunde 20. Das ist ja schon fraglich. Es waren noch einige Höhenmeter dabei gewesen und es ist schon dieses auf 2000 Meter Höhe laufen, wenn man die ganze Zeit gar nicht gelaufen ist, schlagartig, hat mich doch ganz schön angestrengt. Standen wir doch schon wieder 2 Nächte hier auf dem Platz in Kitale und jetzt machen wir uns mal weiter runter Richtung Masai Mara und mal schauen, was uns da erwartet. Wir hoffen ja ein bisschen außerhalb des Parks irgendwie an den Grenzen entlang fahren zu können, weil der Eintritt in den Park ist unglaublich teuer, das wollen wir uns nicht gönnen. Und ja, da sind wir mal sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Das sind jetzt gute 300-400 Kilometer bis runter zur Masai Mara und dann werden wir da mal das Ding umtingeln. Aber jetzt haben wir vorher noch mal hier Wasser gebunkert. Wir wollen jetzt gerade noch am Aufräumen und dann geht's los. Zu einem für uns magischen Ort, der Masai Mara. Man kann sagen Kindheitstraum, und jetzt fahren wir dahin. Tembuchen hat gerade gemuckt. Tembuchen, da ging der Anlass ja gerade nicht. Ja, ich schätze, ich habe gerade WD-40 auf den Batteriepol gemacht, auf den Minuspol, weil der so oxidiert ist. In der Hoffnung, dass das ein bisschen hilft, aber scheinbar macht das Gegenteil. Ich bin zwar etwas erstaunt gerade, aber ich denke mal, da wird es dran gelegen haben. Klack, 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 hat er gerade gemacht, der arme Kerl. Wir fahren jetzt auf jeden Fall. Heute geht es Richtung Masai Mara. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir kennen uns ja hier noch nicht aus in dem Land. 2 Tage haben wir jetzt hier in diesem schönen Garten gestanden, umrundet von diesen wunderbaren Pflanzen. 4 Hunde haben uns bewacht. So, hier ist jetzt das richtige Paradies. Hier können wir nämlich wirklich aussuchen. Ich kann hier sogar wieder Fleisch kaufen. Das sieht sogar sehr gut aus und ich kann es mir einvakuumieren lassen. 1 Kilo Filet, Rinderfilet kostet hier 11 Euro. Wir waren ja eben in diesem super Einkaufsmarkt, einkaufen quasi, Supermarkt einkaufen. Der war richtig gut sortiert. Ich bin ganz glücklich. Da gab es Brokkoli, es gab Blumenkohl, Bohnen, also es gab einiges an Gemüse, das es die ganze Zeit nicht mehr gab. Und jetzt fahren wir hier aus El Doré, heißt dieser Ort hier. Der Ort ist süß, weil es ist eine echte Großstadt. Hier wimmelt es vor Leuten, alles sehr ordentlich, alles sehr schön. Und jetzt fahren wir tatsächlich strikt südlich, René biegt hier jetzt ab, in Richtung Masai Mara. Wir versuchen ja etwas außerhalb um die Masai Mara jetzt rumzufahren. Wir wollen nicht in den Park rein, weil der ist horrend teuer geworden. Die haben zu Januar jetzt die Preise angehoben. Der kostet jetzt $100 pro Tag für 12 Stunden ab
Pro Nase. Pro Nase natürlich. Ohne Auto ist kein Auto dabei. Genau, auch ohne Auto. Und ab Sommer, wenn die Hochsaison ist, wenn da die Gnu und die Zebra Migration ist, kostet er sogar $200 am Tag pro Nase. Wahnsinn, was hier für Preise aufgerufen werden. Aber jetzt guckt euch mal hier diese Stadt an. Hier tummelt es, hier lebt es, hier gibt es ganz viele Geschäfte. Das ist ganz klar, Kenia ist komplett anders als Uganda. Also man hat ja das Gefühl, hier bekommt man wieder was. Also wenn man etwas bräuchte, hier würde man es irgendwo finden. Das muss man immer dann suchen, aber hier gibt es auf jeden Fall was. Das ist schon ein bisschen geil. Seit langer Zeit haben wir die mal wieder gesehen. Wir haben vor 3 Tagen mal einen alten Peugeot gesehen, aber 5 Stück auf einmal, das ist schon sehr außergewöhnlich. Das müssten die alten 504 sein. Damit ist man ja früher ganz gerne so Trans-Sahara gefahren und hat dann die Dinger irgendwo in Westafrika oder dergleichen quasi verkauft und sich damit seine Reise finanziert. Und ja, da sind scheinbar dann doch noch einige bis nach Ostafrika gekommen. Also so in Westafrika findet man die ganz viel noch. Und ja, wie gesagt, in Ostafrika eher selten. Wir fahren die ganze Zeit auf über 2000 Meter. Jetzt sind wir ein bisschen drunter durch diese sanfte Hügellandschaft. Die erinnert uns beide so ein bisschen an Europa. Sind natürlich ein bisschen andere Pflanzen, aber von der Optik her, ob das jetzt Zuckerrohr ist oder irgendwie Getreide, das ist unerheblich auf den ersten Moment. Und das ist echt schon voll schön. Hier wird ganz viel Papaya an der Seite angeboten, wobei ich noch gar keine Papaya-Bäume gesehen habe. Aber alles andere. Also hier wird ganz viel angepflanzt. Überall wird was angepflanzt. Wir sind jetzt gerade mal in einen Feldweg reingestochen, weil René hier auf seinem Handy gesehen hat, auf seiner Navigation, dass hier gegebenenfalls inmitten der Zuckerrohrplantagen, in denen wir ja gerade sind, so ein kleines Rondell ist, so ein freies, wo wir vielleicht einen Nachtplatz finden. Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem wir gestern unseren Stellplatz hier gefunden haben, das war jetzt mal wieder so ein Stellplatz, naja, sexy geht anders, aber wir haben halt Platz für die Nacht. So dass nicht jeder glaubt, hier immer so dieses Reiseleben, das wäre alles einfach und ein Traum. Ja, es gibt halt einfach so Plätze, da ist es halt nicht so schön. Man braucht nur einen Platz für die Nacht, man muss den irgendwie finden. Ab 16 Uhr geht in der Regel das große Gehässel los nach einem Stellplatz finden. Und muss man gucken, dass es möglichst nicht so dicht besiedelt ist gerade an der Stelle. Und wir haben aber relativ viel Glück gehabt. Heute früh haben wir Besuch bekommen, aber ansonsten hat ja nichts stattgefunden und deswegen konnten wir relativ gut schlafen. Das Gebiet, was wir hier gerade durchfahren, das ist ja komplett mit Zuckerrohr angepflanzt. Und hier sind überall diese Trecker, die haben riesige Anhänger hinten dran, die vollgestopft sind mit Zuckerrohr. Jetzt muss ich nur mal gucken, wir müssen ja irgendwie geradeaus weiter. Denn wir nehmen den direkten Weg mitten durch die Felder und nicht den asphaltierten, der einen Umweg bedeutet hätte. So besteht immer die größere Wahrscheinlichkeit, die Ursprünglichkeit eines Landes zu entdecken. Und das ist immer spannender, als Asphalt zu fahren. Wir fahren hier gerade wieder durch riesige Teegebiete. Teeplantagen und hier sind auch ganz ordentliche Behausungen oder Hütten, Häuser für die Angestellten, schätze ich mal. Die sind sogar ausnahmsweise mal mit Ziegeln gedeckt. Das ist ja extrem selten. Wir sind wieder auf knapp 2000 Meter Höhe und irgendwie scheint der Tee, also immer wenn wir höher kommen, gibt es Tee. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie diese ganzen Pflanzen so ganz akkurat gleich hoch sein können. Aber wir haben eben gerade Pflückmaschinen gesehen. Und scheinbar pflücken die und begradigen gleichzeitig. Genauso habe ich kurz vorher gesehen, dass Frauen mit Heckenscheren über die Pflanzen gegangen sind. In Ruanda haben wir so große Teeplantagen gesehen, da wurde alles mit der Hand gepflückt, zumindest soweit wir das beurteilen konnten. Aber hier sind die Flächen so groß, dass scheinbar auch
mit Maschinenschnitt gearbeitet wird. Menschen, die in irgendeiner Form in den Feldern arbeiten, sind immer mit ganz dicken Gummi, die klassischen Schürzen unter, wie heißen denn diese Regenteile? So wie die aus Friesennetzmaterial, genau, so einfach nur gummiartige Regenschutz, wahrscheinlich hier aber Säureschutz, Hosen und Umhänge sind sie mit ausgestattet. Manchmal fehlen mir die Worte. Tragen auch alle Gummistiefel. Alle. Und ich habe auch an einem Tor eben gesehen von einer Teefabrik, dass da steht, dass man nicht mit offenen Schuhen da reinlaufen darf. Jetzt sind wir hier an der Tankstelle, um doch noch mal schnell voll zu tanken. Und jetzt steht ja auch ein Tanklaster. Aber anstatt dass der hier seinen Inhalt hier lässt, ist es genau umgekehrt. Der tankt genauso hier wie wir auch. Da geht der Schlauch runter. Wir kommen ja jetzt in das Land der Maasai, beziehungsweise sind schon in ihnen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgelesen. Die Maasai waren ja ehemals Krieger, jetzt dürfen sie keinen Krieg mehr führen oder sie führen ihn nicht mehr, sondern sie sind jetzt nur noch Ziegenhirten und Kuhhirten, Ziegen- und Rinderhirten. Interessant ist, warum sie Krieg geführt haben. Sie haben einen Gott und deren Gott hat gesagt, dass alle Rinder dieser Welt gehören den Maasai. Und deswegen haben sie auch überhaupt keine Probleme, jemandem anderen sein Rind wegzunehmen, weil es ja quasi die Rinder der Maasai sind. Und so haben sie gegen andere Völker Kriege geführt, auch wegen den Rindern, weil sie immer guten Gewissen der Meinung waren, das sind unsere Rinder. Wir sind gerade mitten in einer Rinderherde. Weiter habe ich nämlich gelesen, dass wenn ein Mann heiraten möchte, das Brautgeld sind immer 25 Rinder, 23 Kühe, 2 Stiere. Und sie leben polygam. Männer dürfen sich so viele Frauen nehmen, wie sie möchten, beziehungsweise wie sie sich leisten können. Deswegen habe ich nur eine. Anhand der Rinder. Du hast aber auch keine Rinder. Die Frauen haben hier gar nichts zu sagen. Das wäre ja mal gar nichts für mich. Da würde ich ja ich würde ja Krieg haben. Ich würde ja immer Streit haben. Na, vielleicht kannst du hier noch ein bisschen was lernen. Das hätte er immer sehr gerne. Aber es ist auch ein nomadisch lebendes Volk wie die Himba, die wir ja schon im Norden von Namibia auf die wir getroffen sind. Ich bin gespannt, ob wir auf ein bisschen ursprünglichere Maasai treffen werden in den nächsten Wochen. Hier im Moment sah es die ganze Zeit nicht so aus. Es ist alles sehr modern gerade. Und interessant ist, dass wenn ein Maasai zu einem anderen Maasai zu Besuch geht, quasi so ein Freundesbesuch, und ihr mal ihr Maisbier trinken oder ihr gerundetes Blut schlürfen, danach wird dann quasi der Freund auch eingeladen, dass er die Nacht dort verbringen kann. Und dann kann er bei einer seiner Frauen, also bei einer des Freundes Frauen, in der Hütte schlafen und darf dann auch tatsächlich mit der Frau einen gewissen Akt vollführen. Was aber natürlich auch dazu beiträgt, dass die HIV-Quote hier relativ groß ist. Also auch nicht wirklich gut. Aber hier läuft jetzt ein Maasai, das ist nämlich dieses Tuch, was sie haben. Und auch der Hirtenstab, oh Gott, ist sehr, sehr typisch und ganz klasse geil, der hat auch sein Schwert. Das ist nämlich ganz wichtig, er hat an der Seite rechts hat er einen Dolch hängen. Und das ist auch ein Symbol, ein Machtsymbol der Männer. Sie haben sowohl ein Schwert wie auch eine Machete immer an sich. Die Kinder freuen sich irgendwie. Ja, auch das ist zum Beispiel, das ist ein ganz eindeutiges Zeichen. Wir sind wieder in Regionen, wo es Touristen gibt. Das hatten wir die ganze Zeit gar nicht, null. Obwohl wir jetzt nur noch wenige Kilometer von der Masai Mara entfernt sind, und das ist ja das Wildschutz, oder eines der Wildschutzgebiete Kenias, eines der bekanntesten, angeschlossen direkt an die ganz berühmte Serengeti, die ja im Norden von Tansania liegt, weist hier nichts im Moment auf Tiere hin. Die Masai Mara soll nämlich eigentlich 300 Meter tiefer liegen. Wir müssten noch mal an so eine Klippe kommen. Ob wir wirklich runterkommen oder ob wir oben drauf, wir suchen uns ja noch einen Nachtplatz. Die Fahrt hierher ist auf jeden Fall schon mal sehr
anspruchsvoll, wie ihr vielleicht dem Geschickere und Geschuggere entnehmen könnt. Ich habe ja Mühe zu sprechen. Ich muss alles ein bisschen zurücknehmen. Es ist ja jetzt ganz strange. Es ist zwar immer noch Rinderland, aber hier stehen mitten unter den Rindern Zebras. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, da unten ist die Masai Mara. Ich drehe durch. Meine Fresse. Die Masai Mara, Sehnsuchtsort und Antrieb unserer Reise. Diesen Ort mit eigenen Augen zu sehen, übertrifft alles bisher Gewesene. Und nun stehen wir hier aus eigener Kraft und mit dem eigenen Fahrzeug. Für uns die Erfüllung eines sehr lang gehegten Traums. Jetzt dürftet ihr ja gerade mit uns mal hier so runterfahren, wie wir auf die Masai Mara zugefahren sind. Das war schon ziemlich geil. Und das Beste ist jetzt aber, wir haben jetzt ja auch tatsächlich unseren Nachtplatz gefunden. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass wir hier so leichtfertig einen Platz finden. Und jetzt gucken wir uns das hier mal an. Einzige, was es ist, da unten raucht es halt gerade, brennt es jetzt ein bisschen, aber das ist morgen früh bestimmt auch wieder weg. Wir haben hier voll den Blick über die ganze Masai Mara. Ist das nicht der Hammer? Und vor allem so unkompliziert. Und jetzt kamen ja hier gleich zwei Locals hier an und die haben auch gesagt, ja, wir könnten hier stehen bleiben und wir müssen natürlich hier sowas für die Community bezahlen. Und wir haben uns jetzt auf 1000 kenianische Schilling geeinigt pro Nase. Das sind ungefähr $7 oder 7 Euro. Und für die hiesigen Verhältnisse, es gibt da drüben Kilometer weiter oder sowas gibt es quasi einen offiziellen Campingplatz, die wollen $75 und da sind wir jetzt quasi hier mit einem Zehntel dabei, mit 7 Euro irgendwas pro Nase. Das freut mich auch und ja, deswegen werden wir hier mal schön stehen bleiben. Oh Gott, es kommen Giraffen. Direkt hier vorne kommen Giraffen zu uns hoch. Für mich ist es ein extremst emotionaler Moment. Also, ich versuche es jetzt nochmal. Das ist hier ein extremst emotionaler Moment für uns, weil, also zumindest für mich, für René aber glaube ich auch, weil das nämlich, das ist der Traum, geht schon wieder nicht. Warum ich hier bin. Die Masai Mara ist für mich der Magnet gewesen, hierher zu kommen. Und jetzt kriegen wir Besuch von einer Gruppe Giraffen. Die sind einfach jetzt direkt hier unter uns. Das ist ein Zeichen, dass die Nationalparks hier einfach keine Grenzen haben. Und die Tiere, egal wer, wie, wo, bis zu uns ans Auto kommen können. Der René hat auch noch die ganze Zeit so emotionale Musik dabei gehabt. Das war einfach grauenvoll. Da kann ich ja gar nicht. Ich bin eh so eine Heulsuse. Zum Glück immer mehr aus Freude als aus Trauer. Aber das ist für mich der Traum. Die Masai Mara, 1500 Quadratkilometer groß. Und wir stehen jetzt hier an ihrem Rande und saugen das aus. Und da hinten kommt jetzt die Sonne. Seht ihr das, wie die Sonne da jetzt drauf scheint? Ich drehe einfach durch. Ja, also ich versuche mal aufzuhören zu heulen und das einfach nur zu genießen. Der Name besteht aus der Bezeichnung des hier lebenden Volkes der Maasai und Mara bedeutet gepunktet, wie die vielen einzelnen Bäume der Savanne.
Getrieben von der Trockenzeit kann man hier von September bis November die größte Tierwanderung der Welt beobachten. Man kennt die spektakulären Bilder, wenn riesige Gnu-, Zebra- und Antilopenherden den Fluss Mara überqueren wollen und die Jäger wie Krokodile und Löwen sich an dem reichhaltigen Nahrungsangebot nur bedienen müssen. Guten Morgen, Masai Mara. Hinter unserem Auto ist eine Gruppe Springböcke und da unten hat's Feuer aufgehört. So, schönen guten Morgen. Heute Morgen kann ich euch auch etwas gefasster entgegentreten. Während wir gerade ein bisschen da unten in die Ebene geguckt haben, haben wir Besuch bekommen. Jetzt sind Zebras bei uns. Wir haben nämlich da hinten ist die Landebahn. Man hört gerade ein Flugzeug starten. Da unten starten ein- oder zweimotorige Flugzeuge. Und auch Luftballons sieht man jetzt immer noch. Wir haben auch schon wieder Besuch bekommen von unseren kleinen Freunden, die sich bei uns Gesellschaft leisten. Die Jungs haben sich jetzt mal hier mit unseren Ferngläsern bewaffnet und genießen das jetzt auch mal mit den Ferngläsern zu schauen. Obwohl ich sehr erstaunt war, die konnten einwandfrei, die unten Tiere ausmachen, ohne Fernglas, wo ich eindeutig das Fernglas zu brauchte. So, und das Spannendste eigentlich hier am ganzen Tag bis jetzt ist da unten, sitzt nämlich eine Riesengruppe, da ist eine riesen Frühstücksanlage aufgebaut worden draußen, die haben da Toiletten aufgebaut, Tische und alles. Und da kommen jetzt die ganzen Safari-Wagen an, die sammeln hier die Gäste ein aus den Heißluftballons und von was weiß ich wo. Und dann kriegen die da alle ihr Sonnenaufgangsfrühstück präsentiert da unten. Wir haben jetzt schon überlegt, ob wir einfach mal da runterlaufen sollten und uns mal mit an den Tisch setzen. Das merkt wahrscheinlich gar keiner. Nein, da müssten wir uns ein bisschen schicker anziehen. Noch schicker. Ja, so auf dem Kopf müssten wir uns auch mal ein bisschen herrichten. Okay, dann würden wir uns vorher mal ein bisschen frisieren, mal das Gesicht waschen und dann könnten wir mal da runter gehen. Das fände ich aber wieder sehr lustig. Aber wahrscheinlich findet das da unten dann keiner lustig. Hier eine weitere Folge von Jugend forscht. Guck mal, die Kamera genauestens untersucht. There or there. If you close this, then you can look here. But slowly, slowly. Slowly. Schönen guten Morgen aus der Masai Mara. Da liegt sie. Wir haben jetzt hier schon mal die Nacht verbracht. Konnten heute Nacht auch das ganze Löwengebrüll hören, was da unten im Gange war. Und das ist immer wieder sehr beeindruckend, dieses laute Röhren von so einem Löwen. Und die scheinen auch, das wurde uns heute früh schon berichtet, von den Locals Masai, die immer zu uns kommen und uns besuchen am Auto, dass weiter da drüben, so 1 Kilometer Entfernung, haben sie wohl ein Warzenschwein aufgerissen, die Löwen. Und haben sich das mal einverleibt. Aber es ist unglaublich spannend irgendwie hier so am Rande der Masai Mara zu stehen. Ich muss ja gerade mal aufpassen, wo ich hinlaufe. Und hier einen schönen Spaziergang zu machen. Weil die Masai Mara ist ja schon so, wenn einer an Afrika denkt, wenn man in Europa jemanden fragt, sag mir was zu Afrika, die meisten werden sagen Masai Mara, Serengeti. Das sind ja irgendwie so diese Highlights, die man aus Afrika so im Hirn hat. Und ja, für uns unglaublich spannender Moment, hier tatsächlich mit dem Auto bis hierher gefahren zu sein. Wir haben jetzt 30.000 Afrika-Kilometer bis hier abgespult und das ist echt ein Traum. Weil wir stehen ja hier, das ist ja, die Masai Mara ist ja in so einer Talsenke drinnen.
Und hier geht es ja, von da unten geht es hier hoch. Ich schätze mal das Höhenprofil vielleicht auf 200-300 Höhenmeter, die das sind. Da oben könnt ihr unser Auto stehen sehen. Also ich glaube, ich kann es sehen, ob ihr es sehen könnt, weiß ich nicht. Und ja, ist auch ein traumhafter Platz, den wir hier haben. Das ist hier quasi Gebiet von den Maasai, auf dem wir hier stehen. Und die Ecke, auf der wir hier stehen, die teilt sich auf 5 Familien auf. Und wir haben jetzt schon Daniel kennengelernt, Moses und dann gibt es noch John. Insgesamt gibt es 5 Familienvorsteher. Und das Oberhaupt über alle 5 Familien, das ist Daniel. Wir haben, um es genau zu sagen, wir haben 1000 kenianische Schilling bezahlt pro Nase. Das sind ungefähr 7 €, die wir hier so als Stellplatzgebühr im Prinzip bezahlen, weil wir ja auf deren Land stehen. Wenn ihr wissen wollt, wie unser Traum weitergeht, dann schaltet doch gerne nächsten Sonntag wieder ein. Und wenn euch das gefällt, was wir euch zeigen, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst uns ein Abo und einen Kommentar da, damit unser Kanal immer weiter wachsen kann. Danke für alles, besonders für euer Interesse, und wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 11 Uhr oder wann immer es euch passt natürlich wieder. Genießt die Zeit und bleibt gesund. Tschüss und bye-bye von uns beiden. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie im Allgäu, ich finde ja Masai Mara, aber der Unterschied zum Allgäu ist, dass ich da oben Zebras sehe. Die trifft man im Allgäu seltener.